Wenn du dieses Video guckst, dann fragst du dich vielleicht, ob dein jetziger Lehrer wirklich so gut ist. Wenn du Deutsch lernst, dann weißt du, der Unterricht kann einen großen Unterschied machen. Eine gute Lehrkraft hilft dir, dein Ziel zu erreichen. Aber was, wenn der Unterricht nicht gut ist? Was, wenn du Zeit und Geld investierst und trotzdem nicht weiterkommst? Wenn Lerner zu mir kommen, haben sie oft schon andere Erfahrungen gesammelt, da ich hauptsächlich mit fortgeschrittenen Lernern arbeite. Was sie manchmal erzählen, macht mich sogar wütend. Es gibt einige richtig schlechte Lehrer. Heute zeige ich dir ein paar Red Flags, also Warnzeichen, die dir zeigen, Achtung, dieser Unterricht bringt dich vielleicht nicht weiter. Am Ende sage ich dir auch, worauf du bei einer guten Lehrkraft achten solltest. Also, bleibe dran, um die besten Tipps zu bekommen. Red Flag Nummer 1. Du machst immer das Gleiche. Jede Stunde hat genau die gleiche Struktur. Vielleicht gibt es immer wieder dieselben Übungen, dieselben Gesprächsthemen oder dieselbe langweilige Routine. Klar, Wiederholung ist wichtig und auch eine Routine kann sehr hilfreich sein. Aber guter Unterricht bedeutet auch Abwechslung. Neue Aufgaben, neue Themen, neue Grammatik, neue Herausforderungen. Und ein Unterricht, der zu dir passt. Nicht ein Standardprogramm für alle. Red Flag Nummer 2. Es geht nicht um dich. Eine gute Lehrkraft fragt, was ist dein Ziel? Möchtest du eine Prüfung bestehen oder besser im Beruf kommunizieren? Oder einfach fließend mit Freunden quatschen können. Wenn dein Ziel niemanden interessiert oder du das Gefühl hast, dass es nur um das Buch oder den Plan der Lehrkraft geht, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und noch schlimmer, wenn sich deine Ziele ändern, aber niemand danach fragt, passt sich auch der Unterricht nicht an. Du hast etwas Besseres verdient. Wirklich. Red Flag Nummer 3. Deine Fortschritte sind unklar. Du lernst und lernst, aber du weißt nicht, bin ich eigentlich besser geworden? Du bekommst keine Rückmeldung, keine Einschätzung, keine Orientierung. Du weißt nicht, wo du stehst und das ist frustrierend. Gute Lehrkräfte geben dir regelmäßig Feedback. Sie sagen dir nicht nur, was falsch ist, sondern auch, was besser geworden ist und wie du dich weiter verbessern kannst. Red Flag Nummer 4. Konversation ohne Ziel. Vielleicht wolltest du strukturierten Unterricht, aber ihr redet einfach nur. Jede Stunde ist eine Art Smalltalk, aber ohne Plan. Natürlich, Sprechen ist super wichtig. Gar keine Frage. Aber wenn ihr einfach drauf losredet, ohne Ziel, ohne Feedback, ohne Korrektur, ohne neuen Input, dann bringt dich das nicht weiter. Konversation ist nur dann effektiv, wenn sie gut angeleitet wird. Und wenn diese Konversation in deinem Alltag fehlt. Manche meiner Schüler reden den ganzen Tag Deutsch und wollen einfach nur die Grammatik oder das Schreiben verbessern. Trotzdem haben andere Lehrer einfach mit ihnen gequatscht. Das haben sie aber gar nicht gebraucht in dem Fall. Red Flag Nummer 5. Der Unterricht ist chaotisch und oder unprofessionell. Die Lehrkraft kommt zu spät, sie wirkt unvorbereitet oder abgelenkt. Vielleicht liest sie die Aufgaben das erste Mal in der Stunde oder sie vergisst, was ihr letzte Woche gemacht habt. Vielleicht bekommst du keine Hausaufgaben, obwohl du welche willst
Oder umgekehrt, du bekommst immer wieder Hausaufgaben, obwohl du gar keine Zeit oder Motivation hast und niemand dir erklärt hat, warum sie wichtig sein sollen. Gute Lehrkräfte planen. Sie hören zu und sie respektieren deine Zeit. Red Flag Nummer 6. Die Lehrkraft ist fachlich nicht kompetent. Jetzt wird's ernst. Wenn du merkst, meine Lehrkraft spricht selbst nicht gut Deutsch, dann ist das ein echtes Problem. Oder der Lehrer ist Muttersprachler, aber hat selbst noch nie eine Sprache gelernt und hat keine Ausbildung im Unterrichten. Muttersprachler zu sein ist keine Qualifikation, zumindest nicht alleine. Dieses Video habe ich auch in einem anderen Video besprochen. Gute Lehrkräfte wissen, wie man Grammatik erklärt, wie man Aussprache trainiert und was für Lernende schwierig ist. Sie wissen, wie man eine Stunde effektiv strukturiert und wie man schwierige Themen auch spaßig machen kann. Red Flag Nummer 7. Schlechte Prüfungsvorbereitung. Du willst eine Prüfung machen, zum Beispiel TALE oder Goethe C1, aber im Unterricht geht es nur um deine Fehler. Nicht um Strategie, nicht um den Ablauf, nicht um Bewertung. Vielleicht weißt du am Ende gar nicht, welche Teile der Prüfung wichtiger sind, wie die Punkte verteilt werden oder worauf die Prüfer achten. Oder du bekommst die falschen Aufgaben, weil dein Lehrer nicht weiß, dass Telg und Goethe nicht dasselbe sind. Wer dich vorbereitet, sollte die Prüfung wirklich gut kennen und nicht nur vage das Niveau. So, das klingt alles erstmal ziemlich negativ, aber keine Sorge, es gibt auch gute Lehrkräfte. Woran erkennst du gute Lehrkräfte? Ganz einfach, sie hören zu. Sie fragen nach deinem Ziel und passen den Unterricht daran an. Sie geben dir Feedback, sie motivieren dich und sie helfen dir, selbstständig weiterzulernen. Sie sind pünktlich, gut vorbereitet und du hast das Gefühl, dein Fortschritt ist auch ihr Ziel. Und wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest, dann merkst du, sie wissen genau, wovon sie sprechen. Wenn du so jemanden findest, bleib dran. Solche Lehrkräfte machen einen riesigen Unterschied. Und falls du gerade auf der Suche bist, hi, ich bin Chris. Ich unterrichte auch. Vor allem für fortgeschrittene Lernende und Prüfungsvorbereitung auf B1, B2, C1 und sogar C2-Niveau. Falls du Lust hast, schau mal in die Beschreibung. Da findest du alle Infos. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und wie immer, viel Erfolg beim Deutschlernen. Ciao!